Jeder von uns war schon in einigen Projekten, hat in vielen Projekten gespielt und wir haben uns gesagt, dass wir neben der eigentlichen Bandarbeit mal auch etwas anders machen, nämlich mal versuchen, die Entwicklung der Band per Video festzuhalten. Und das vielleicht jetzt nicht nur im klassischen Kontext, eine Band spielt live, eine Band ist im Proberaum und damit erschöpft sich das häufig ja schon so, sondern versuchen noch mehr in den Alltag zu schauen, auch vielleicht die anderen noch genauer kennenzulernen, genauer zu schauen, wer steckt eigentlich dahinter. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, aber das ist für uns ein wichtiges Ziel, von Anfang an mal Menschen mitzunehmen, zu zeigen, was passiert in der Band, was bedeutet Bandarbeit, was bedeutet kreative Arbeit, was bedeutet es auch, zu viert ein Ergebnis auf den Weg zu bringen, bis zu dem Punkt, an dem alle sagen, jetzt finde ich es gut. Ich bin Lutz und ja, ich bin derjenige, der in der Band singt, Gitarre spielt und die Rolle desjenigen hat, der irgendwie vorne am Anfang wahrgenommen wird in der Band, das mir aber gar nicht so sehr gefällt, aber das ist meistens erstmal derjenige, der halt vorne steht. Ich mache gerne das, was viele, die Musik irgendwie machen, wahrscheinlich gerne tun. Ich sitze gern zu Hause und nehme Songs auf oder habe irgendwelche Ideen. Und dann kommt man immer an so einen Punkt, wo man sagt, so, ist es jetzt, sind die Songs für die Festplatte oder sind die für eine Band und damit auch für Menschen, denen das vielleicht auch gefallen könnte. Ich habe Stefan, unseren Bassisten, kenne ich schon sehr lange und immer wenn ich ihn gesehen hatte, dachte ich, oh, irgendwann will ich mit dem mal eine Band machen. So cool. Das ist so, was er spielt, ist so stimmig. Der ist so in seiner Musik drin. Der hat so Freude an der Musik. Das ist einfach, fand ich cool. Ja. Und als ich dann aber die 6 Songs zu Hause, 6, 7 Songs hatte zu Hause, hatte ich das Gefühl, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wirklich Stefan mal zu fragen, soll ich mit halb zitterndem Daumen Stefan eine SMS geschrieben und habe gesagt, Stefan, ich wollte schon immer mal gerne mit dir in einer Band spielen. Wie sieht's aus? Lutz und ich kannten uns nur flüchtig aus, wie man in Leipzig halt Leute kennt. Und er schrieb mir eine Nachricht, meinte, Stefan, wir kennen uns von da und daher, wir haben uns da und da gesehen, vielleicht erinnerst du dich, ich habe total Bock, wieder was zu machen. Hast du Lust, da mitzuwirken? Und ich so, super nette Anfrage, vielen Dank, freut mich total. Wir trafen uns und haben dann festgestellt, wir sind alle nicht mehr in dem Alter, wo man wahnsinnig viel Zeit zu verplempern hat. So, wo man sagt, ey, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Also gab's das, haben wir uns überlegt, wir haben nur Zeit für geil. Also machen wir es so, dass es auch geil wird. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo wir dann gesagt haben, ja, wollen wir? Ja, wir wollen. Und dann waren wir schon 2 von 4 und dann begann die Suche nach einem Schlagzeuger. Ich wusste, es gibt da einen Gaga und habe von ihm auch schon YouTube-Videos gesehen und dachte immer, was für ein krasser Schlagzeuger Gaga ist. Und Stefan hat gesagt, ja, Gaga kenne ich. Ja, den fragen wir mal. Habe ich seinen Kontakt bekommen, habe dann Gaga kontaktiert und war völlig fassungslos, was es für ein völlig bodenständiger, netter Typ ist. Ja, wenn man so manchmal unterschwellig offenbar denkt, ja, Leute, die was besonders gut können, sind auch besonders abgehoben, aber das ist Quatsch. Ja. Ich finde es halt immer total interessant, wenn man sich die Leute für eine Band sucht, weil man weiß, wie die individuell klingen und man dadurch eigentlich auch schon eine Soundvorstellung hat, was in der Band passiert und wohin sich der Bandsound entwickeln kann. Und dann hatte ich noch Georg so im Hinterkopf als Gitarrist. Ich habe mit Georg schon mal in einer anderen Band gespielt, eine kleine Weile.
und finde bei Georg sein Gitarrenspiel immens. Es ist eine Mischung aus geschmackvoll, technisch total großartig, aber Technik spielt bei ihm gar nicht so eine Rolle, sondern Georg ist ein Feeling-Gitarrist. Ich habe die Rhythmik vom Intro eigentlich gespielt oder von der Strophe. Ja, und genau. Und dann würde ich nämlich auf die 2 und 4 kommen. Genau. Ja. Spannendes Thema ist auch meine erste Band, die ich mit 2 Gitarren habe. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil natürlich eine Gitarre und 2 Gitarren in denselben Frequenzrange agiert. Auch eine spannende Geschichte, sich da quasi nicht ins Gehege zu kommen, aber auch nicht zu sehr voneinander wegzulaufen, so dass es sich gut verzahnt. Vor allem beschäftige ich mich ganz viel damit, wie meine Gitarre klingen kann, ab von dem, wie so eine Gitarre erstmal pur für sich klingt. Da gibt es natürlich als E-Gitarrist eine Menge Möglichkeiten, den Sound zu verfremden. Magneten. Und auf einmal war es also so, hier saß der Lutz, ja, und der vor seinem alten Windows 95 PC seine Songs da zusammen gebastelt hat und darf jetzt mit 3 Leuten spielen, wo er immer gedacht hat, den würde ich gerne mal spielen. Stefan, Gaga und Georg. Ja, das sind die jetzt hier im Proberaum. Und ich stehe manchmal hinter dem Mikrofon und singe so meine Sachen und gucke dann manchmal so in die Runde und ich denke, wie verrückt ist das eigentlich? Ja, da bin jetzt mit den Leuten, mit diesen großartigen Musikern und auch ganz tollen Menschen in einem Raum und darf die Musik machen, die aus mir herauskam und die jetzt aber von 3 Menschen bereichert wird. In dieser Band spielen ja Leute, die in unterschiedlichsten Situationen schon gespielt haben, performt haben, die unglaubliches Wissen haben. Gaga, Georg als Instrumentalisten großartig. Lutz auch, aber Lutz also in anderer Hinsicht, weil er der Hauptsongschreiber ist und der Ideengeber und Kopf der Band und eben eine ganz andere Rolle hat, als nur Instrumentalist zu sein. Lutz hat einige Songs geschrieben. Wir haben jetzt eine Auswahl getroffen, haben sukzessive an bestimmten Stücken gearbeitet. Und die Proben nutzen wir vor allem intensiv dafür, auf Feinheiten einzugehen. Das ist nämlich nochmal etwas ganz anderes. Wenn man Ideen für sich hat, ist die eine Sache, okay. Aber so richtig zum Leben kommen sie erst, wenn echte Menschen, echte Musiker, die einfach ihr Instrument ganz, ganz großartig beherrschen, den Song spielen, bereichern, verändern und gemeinsam wir den Song dorthin schieben, wo er eigentlich sein soll. Ich habe das zweite Mal kurz gespielt. Genau. So, und das war eigentlich ziemlich geil. Du hast dann auch... Da habe ich auch kurz gespielt beim zweiten Mal. Oder? Weiß ich nicht mehr. Doch, ich glaube, da waren alle kurz jetzt gerade. So, dann probieren wir es jetzt nochmal lang. Alles. Ja. Wir haben jetzt erst 4-mal geprobt, 4-mal, 5-mal zusammen geprobt. Und schon in der ersten Probe waren wir hier drin, es ging los und schon mit dem ersten Tag war, die Band ist da und die Musik ist da. Das war total abgefahren. Ja. Und ich glaube, das haben auch alle gespürt und gemerkt und das ist wahrscheinlich auch etwas, was die Band vermutlich für jeden von uns so wertvoll macht und wertschätzend auch untereinander macht. Ja. Wir wollen unser Proben und auch den Weg, den wir gehen, begleiten von einem Videoteam. Wir werden in naher Zukunft die Songs alle mal aufnehmen, Bandfotos. ein paar gute Bandfotos machen und dann irgendwann ein Album aufnehmen. Wir wollen gerne unsere Persönlichkeiten in diese Soundform bringen, miteinander wahnsinnig viel Spaß haben, gucken, wie das zu etwas wird, was Leute auch interessiert, worauf die Bock haben. Ja, aber du kannst sie trotzdem ein bisschen auslösen. Ja, aber so ist doch geil. Ja.